Heute machen wir 4 Übungen, die solltest du können. Auch im hohen Alter solltest du sie können. Wenn du sie jetzt noch nicht kannst, aneignen. Wenn du sie schon einigermaßen kannst, immer wieder weitermachen, dass im hohen Alter die auf jeden Fall da sind. Warum ist es so wichtig? Weil diese 4 Übungen Grundbeweglichkeiten im Körper sicherstellen, die verhindern, dass du dich irgendwann nur noch ganz schlecht bewegen kannst und Schmerzen hast. Ja? Also mit einer hohen Chance natürlich immer. So, Eddie, Übung Nummer 1. Bitte setz dich mal mit dem Gesäß dorthin, Füße nach hier. Jawohl. Jetzt geht es erstmal um die Rückseite der Beine und um die Rückseite des Rumpfes. Den Rücken, vor allen Dingen den unteren Rücken. Du kannst jetzt eine Schlaufe nehmen oder einen Gürtel oder wir zeigen es vielleicht mal mit dem Gürtel. So. Füße nebeneinander. Wir machen mal die Schlaufe da, dann kannst du besser greifen. Und jetzt muss der Gürtel oder was immer du nimmst zum Ziehen, muss so möglichst hoch eingestellt werden, dass ein möglichst großer Hebel zum Fußgelenk da ist. Wenn du die Schlaufe hierhin machst, dann musst du viel kräftiger ziehen, um dasselbe Drehmoment zu erzeugen. Also möglichst hoch, aber es darf natürlich nicht abrutschen. Jetzt greif mal mit beiden Händen da rein, streck die Knie voll durch. Und jetzt zieh mal die Füße nach hinten und zieh dich mit dem Rumpf nach vorne. Jawohl. Schön nach vorne ziehen. Und schau mal, stopp mal. Jetzt können wir nämlich, müssen wir nochmal auf 0 gehen. Jetzt können wir nämlich das sogar ein bisschen enger machen, damit du nicht so sehr die Arme beugen musst. Dann kannst du gleich wieder sehen. Achtung, nochmal. Gucken, ob ich da richtig gelegen habe in meiner Vermutung. Ja, müsstest du drankommen, genau, ja. Also immer so, dass es möglichst kurz ist und du gerade noch drankommst. Und jetzt ziehst du die Füße nach hinten und die Übung beginnt jetzt und dann ziehst du den Rumpf nach vorne. Beschreib mal, wo es zieht, Eddie. Du kannst übrigens mitmachen, ist eine Mitmachübung jetzt, gell? Wir üben jetzt 2 Minuten und wenn du magst, dann übst du mit jetzt. Bei mir ist unter der linken Knie. Ja, das ist alles in Ordnung. Da, wo es zieht, das begrenzt praktisch, wie viel du machen kannst. Es kann in den Knien ziehen, es kann in den Hüften ziehen, im Gesäß, es kann hinten im Rücken ziehen. Egal, wo es zieht, dort, wo es zieht, muss es gerade noch gut erträglich sein. Und Eddie, jetzt nicht nach vorne wieder zurück, sondern es gibt nur eine Richtung, nach vorne. Zurück höchstens mal ausnahmsweise, wenn du merkst, du hast zu doll gemacht, dass du rausgehen müsstest. Ja? Wenn der Schmerz, der Dehnungsschmerz nicht mehr positiv ist, dann kannst du auch mal zurückgehen. Aber ansonsten immer nur nach vorne und immer ein bisschen mehr die Arme beugen. Immer ein bisschen mehr ziehen. Ja? Und nicht so vor und zurück. Gell? Okay. Ganz ruhig bleiben und immer mehr nach vorne gehen. Der Kopf kann eigentlich gerade bleiben, den musst du nicht unbedingt nach vorne nehmen. Es zieht wahrscheinlich jetzt auch hier hinten schon rein, kann das sein? Ja. Ja, wunderbar. Und immer weiter nach vorne gehen. Wir haben schon über 1 Minute rum. Ja. Du kannst auch vielleicht da an der Schlaufe noch weiter, an den Gürtel noch weiter reingreifen. Was ist das für ein Problem jetzt hier, wie ich jetzt in den Knien? Das ist für Knie und für Rückenfreiheit, vor allen Dingen. Immer weiter nach vorne gehen, noch eine halbe Minute. Und das ist genau das, was du einfach einmal am Tag machst. Ja? Du ziehst dich immer weiter nach vorne, hältst die Knie voll gestreckt, hast auch gleichzeitig ein bisschen Training für die Oberarme durch das Ziehen. Nur 10 Sekunden, Eddie, gleich kannst du raus. Was ist das, wenn ich nicht meine Beine so strecken kann? Du musst die strecken und wenn du sie nicht ganz strecken kannst, so dass du maximal streckst. Und jetzt langsam raus. Jetzt langsam rausgehen. Immer schön wenn es nachlässt, gell? Ja. Jetzt geh bitte mal auf alle 4. Ja, geh mal so. Alle 4. Auf alle 4, wunderbar. Okay. Nächste Übung, jetzt geht es darum, dass das, was beim Sitzen verkürzt, nämlich der Bauch und der Hüftbeuger, dass das wieder in Dehnung kommt. Geh mal mit den Händen, Eddie, ein bisschen weiter nach vorne. Mach am besten gleich mit zu Hause, wenn du magst natürlich nur. Noch ein bisschen weiter vor. Und jetzt geh mal mit dem Becken runter. Jawohl, lass dich immer weiter runter, Leisten voran. Jawohl, super, 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 genau so.
Ja? Und versuche, die Leisten nach unten zu nehmen und weniger den Bauch nach unten zu nehmen. Okay. Die Handgelenke sind okay. Ja, das Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann kannst du die Hände ein bisschen nach außen nehmen. Das ist oft ein bisschen erleichternd. Das funktioniert. Ja, funktioniert. Und ganz strecken die Arme. Die Arme ganz strecken. Wo zieht's denn jetzt, Eddie? Da, in den Rücken da. Rücken zieht's, wunderbar. Wenn es den Rücken zieht, ist es für uns das Zeichen, dass du gegen deine Rückenschmerzen arbeitest. Ja? Darf halt nicht zu doll ziehen. Immer schön ruhig bewegen, langsam bewegen und die Intensität muss gerade noch gut erträglich sein. Eine Schwierigkeit, eine Herausforderung gibt es bei dieser Übung. Oft kann man sich nicht lange genug halten, wenn man es noch nie trainiert hat. Das wird jedes Mal leichter. Wenn das am Anfang für dich ein Riesenproblem ist, dann stell dir vor, du lägst jetzt einfach mit den Unterarmen auf der Couch und würdest den Körper von der Couch dann weg durchhängen lassen. Ja? Dann ist es leichter und die Arme müssen nicht so. Aber es ist ein gutes Training gleichzeitig. Ja? Du merkst ja, deine Arme. Ja, ich mag das. Ja, das hat mit meiner Schwerkraft. Genau, die Schwerkraft zieht dich rein. Und je schwerer man ist, desto mehr zieht die Schwerkraft. Richtig. Und schön atmen, Eddie, und immer weiter mit den Leisten runterkommen. Noch eine halbe Minute, dann haben wir die Zeit schon geschafft. Gibt es eine Möglichkeit hier, dass der auf dem Elbow oder sowas hier, Auf dem was? Elbow. Auf dem Ellbogen? Ja, du kannst dir hier eine Couch, wenn du eine Couch hast, gehst du mit dem Unterarm, Ellbogen auf die Couch drauf oder auf den Stuhl, der ein bisschen gepolstert ist und kannst dich ja durchhängen lassen und dann muss die Armkraft weniger sein. Noch 2 Sekunden und langsam wieder raus. Es kommt wieder hoch. Jawohl. Und Eddie, jetzt geh mal nach hinten möglichst weit. Geh mal nach hinten und leg dich mal mit dem Bauch auf die Beine. Ja, genau. Das ist immer ein ganz guter Ausgleich. Gehört nicht mehr zur Übung dazu, aber ist ganz gut, um den Ausgleich zu schaffen zu der Übung von vorher. Ja? Eddie, jetzt müssen wir in die Ecke. Alles gut? Ja. Kreislauf in Ordnung? Wie fühlst du dich jetzt so nach den beiden Übungen? Warm. Alles klar. Jetzt machen wir die Übung der Ecke. Schau, komm mal mit in die Ecke. So. Worum geht es jetzt? Jetzt geht es darum, gerade wenn wir am Tisch sitzen, wenn wir am Computer arbeiten, wie Eddie das tut, ja, auf der Tastatur, dann verkürzen wir hier vorne und rollen immer mehr in so einen runden Rücken rein. Und das wollen wir öffnen mit einer Gegenbewegung. Das kannst du wunderbar in der Ecke machen. Du kannst es auch in einem Türrahmen machen oder auf 2 Stühlen, wo du dann dich davor kniest und dich dann durchhängen lässt. Aber wir zeigen es in der Ecke, weil das ist am besten anzusteuern. Eddie, nimm mal die Arme auf Schulterhöhe und jetzt gehst du von hier 30 Grad höher, so, gehst mit den Händen gegen die Wand, setzt einen Fuß zurück ein Stück. Ja, einen Fuß ein bisschen vor, Ellbogen voll gestreckt und jetzt gehst du mit dem oberen Ende des Brustbeins schön da rein. Wow. Und diese Übung empfehle ich immer, wenn du jemals fühlen willst, was eine Übung mit dem Wohlgefühl für deinen Körper erreichen kann oder Auswirkungen haben kann, dann mach diese Übung. Geh raus aus der Übung und fühl in dich rein und ja, dann kriegst du sofort mit, warum du permanent solche Übungen machen solltest, mindestens einmal am Tag eine gute Auswahl, weil dieses Wohlgefühl, was du dann spürst, ist auf den ganzen Körper übertragbar und herzustellen. Wo zieht denn das jetzt, Eddie? Ja, den Brustkorb. Brustkorb zieht's, okay. Also wahrscheinlich über die Brustmuskeln hier. Schön strecken die Ellbogen, ganz strecken. Zieht's auch in der Schulter vielleicht? Ja, da. Schulter auch. Oberarme? Ja, der Oberarm, ja. Unterarme auch? Da, die ganzen, was ist das? Trizeps, Bizeps? Was ist das? Biceps. Ja, eher der Biceps. Okay, und oberes Ende des Brustbeins immer weiter rein. Die nächste Frage, muss man die Fuß auf dem Boden oder Nein.
Das ist völlig egal, wie die Füße sind. Hauptsache, du kriegst hier oben eine gute Dehnung hin, indem du dich immer weiter in die Ecke reinlehnst sozusagen. So, ich kann auf die Fußspitze auch machen. Könntest du machen, ja? Könntest du machen. Okay. Ja? Du willst ja mit der Dehnung, Eddie, immer in eine Intensität gehen, die du gerade noch gut ertragen kannst. Darf nicht zu locker sein, ne? Also es muss schon ein bisschen anstrengend sein, schon ein bisschen quälend, aber halt positiv quälend. Ja? Wir sprechen ja immer vom Wohlfühlschmerz. Es muss gerade noch ein Wohlfühlschmerz sein. Immer weiter rein. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden, Eddie. Steiger noch mal ein bisschen jetzt. Such mal die Grenze. Such mal die Grenze. Wow. Such die Grenze. Okay. Wow ist ein gutes Geräusch. Ich habe ihn gefunden. Okay, okay. Okay. Und langsam wieder raus, Eddie. Und jetzt guck mal direkt in die Kamera. Dreh dich mal rum, guck mal in die Kamera, lass mal die Arme runter, dreh dich mal rum und fühl mal rein. Wie fühlt sich dein Brustkorb an? Ja, offen. Offen, Leicht. Ja. Offen und leicht. Ja. Es gibt keine Übung, bei der du das so genau nachvollziehen kannst. Die könntest du super nutzen, die Übung, um deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskolleginnen und Kollegen, ja, davon zu überzeugen, dass jeder Mensch sich ein bisschen dehnen muss mit den richtigen Übungen. Wenn die das gespürt haben, das ist viel mehr wert als 1000 Erklärungen. Ja? Weil erzählen können alle, aber fühlen, das kann jeder für sich und daran kann er es sehen. Eddie, letzte Übung, bitte nochmal auf die Matte. Okay. So, jetzt knie dich bitte mal hier hin. Jawohl. Mach die Füße lang. Jawohl. Und jetzt versuch mal mit deinem Gesäß dich abzusetzen. Oh. Okay, wo merkst du das? Ich mache alles hier vorne. Ja. Und dann in die Knie. In den Knien. So wichtig. Also gerade wenn du auch im Alter, im hohen Alter haben wir ja sogar gesagt, ja, irgendwie gut funktionierende Knie haben möchtest, dann würde ich dir von ganzem Herzen empfehlen, diese Übung zu machen, weil die Chance, dass du damit deine Knie in einem guten Zustand halten kannst, steigt viel, viel höher, als wenn du das nicht machst. Ja? Da haben wir immer wieder als Erfahrung gemacht. Jetzt die erste Stufe ist Absitzen. Du bist nicht ganz unten, Eddie, gell? Nein, ja? Das wäre dann so die Übung. Aber nach ein paar Tagen wird Eddie sitzen, wenn er das jeden Tag macht. Und du genauso. Ich habe es erlebt bei Menschen, 75, 80 Jahre alt, die konnten das nicht annähern. Die hatten noch so einen Abstand nach unten. Nach 3 Monaten haben die gesessen und haben sich viel, viel wohler gefühlt in ihren Knien. Ja? Wir stellen uns kurz mal vor, du würdest jetzt absitzen. Jetzt geh mal weiter nach hinten. Oh, ist zu doll noch, ne? Ja. Dann zeige ich das mal kurz. Bleib mal genau so. Schau, wenn du dann irgendwann absitzt, richtig schön mit Gewicht, dann kannst du unter Mitnahme des Nabels nach hinten immer weiter nach hinten gehen und kannst praktisch dadurch diese Dehnung von der vorderen Frontlinie sozusagen, der vorderen Körperlinie, immer weiter verstärken, bis du irgendwann abliegst sogar. Aber das muss nicht sein. Ja, das muss nicht sein. Also so schon absitzen und vielleicht so, dass es hier eine Linie ist von Oberschenkel, Rumpf. Das ist schon ein gutes Maß, was du halten solltest. Und wenn du diese 4 Übungen machst, dann haben wir die Auffassung, dass dann ganz viele Bereiche im Körper sich super wohlfühlen und auch eine große Chance besteht, dass da keine Schmerzen sind und keine Unbeweglichkeit. Eddie, hast du noch eine Frage? Du bist raus aus der Position, merke ich gerade. Gell? Eddie wird ganz unruhig. War too much, ja? Ja, aber ich meine, ist das möglich, zu unterstützen mit den Armen? Ja klar, na klar, okay. Na klar. Du könntest ja auch ein Kissen drunter legen, dass du nicht ganz so tief absinkst, ja? Dass es in einem Maß hältst, was eben gerade gut erträglich ist. Das ist immer das Zauberwort. Ja. Alright? Okay. So, see you next time. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao mal, Leute. Tschüss. Tschüss.